The Laureus Academy has chosen Roger Federer. Ein großer Abend für Roger Federer. In Monaco wird er als bester Sportler des Jahres ausgezeichnet. Auch der Laureus Award für das Comeback geht an den Schweizer Tennisstar, weil er es nach langer Verletzungspause wieder auf die Nummer 1 der Weltrangliste geschafft hat. Ja, ich freue mich riesig. Es ist ein Wahnsinnsmoment in meiner Karriere und vor allem vor der Academy hier auf der großen Sportshow-Bühne mit Awards der Welt. War wirklich ein Traum. Die Preise werden von den Mitgliedern der Laureus Akademie vergeben, allesamt Legenden des Sports. Boris Becker zum Beispiel, der 1985 als jüngster Tennisspieler aller Zeiten das Turnier von Wimbledon gewann. Oder Katharina Witt, die in den 1980er Jahren als Eiskunstläuferin zweimal Olympiagold für die DDR holte und so für alle Zeiten zur Sportlegende wurde. Es gab nur 1 oder 2 Fernsehsender. Den Menschen blieb eigentlich nichts anderes übrig, als zu gucken, wenn Olympische Spiele im Fernsehen waren. Also da war man auch gezwungen ein bisschen, auch wenn man vielleicht nicht wollte. Und man ist einfach dann fasziniert gewesen. Und ich glaube, wir hatten tatsächlich auch zum Teil dadurch eine gute Chance, uns in die Herzen und in die Seelen der Menschen auch mit als Erinnerung mit einzubrennen, weil nicht ganz so viel drumherum war. In Zeiten des Internets und der sozialen Medien muss die heutige Generation von Sportlern auf vielen verschiedenen Kanälen präsent sein, um herauszustechen. Sebastian Steudner ist das gelungen. Seit 2015 ist der deutsch-österreichische Extremsurfer Laureus Botschafter. Der Globetrotter hält sich immer an den Ecken der Welt auf, wo es gerade die größten Wellen gibt. Das Einzigartige im Sport ist, dass es alle Menschen zusammenbringt, egal welche Hautfarbe, egal wo sie herkommen, egal was in welcher Klasse sie leben, sag ich mal. Sport bringt alle auf ein Level und verbindet alle. Vor der großen Preisverleihung joggen einige Laureus-Mitglieder rund um den Hafen von Monaco an der Côte d'Azur. Und sie besuchen ein Sportprojekt in Nizza, das von Laureus für gesellschaftlich benachteiligte Kinder organisiert wird. Dafür trotzt Boris Becker auch dem unvermutet einsetzenden Schneefall. Das ist Teil unserer Aufgabe, ich glaube auch unserer Verantwortung, einfach so zurückzugeben. Wir haben alle nicht vergessen, woher wir kommen. Wir kommen aus dem Sport. Sport hat uns alle Möglichkeit gegeben, etwas in unserem Leben zu machen. Die Welt des Sports ist immer noch eine Männerwelt. Auch die meisten Mitglieder der Laureus Akademie sind männlich. Nadia Comaneci, die aus Rumänien stammende Turnlegende, nutzt die Gelegenheit, um sich beim Schirmherrn der Gala Fürst Albert von Monaco und seiner Frau Charlene für Frauen stark zu machen. Ich glaube, wir sind jetzt so weit, dass die Gleichberechtigung überall auf der Welt ankommt. Es ist eine gute Zeit für Frauen, die Stimme zu erheben und respektiert zu werden. Ich glaube, dass Frauen nirgends weniger leisten können als Männer. Bei der Laureus-Gala stellen die Frauen mit kreativen und fantasievollen Outfits die Männer eindeutig in den Schatten. Ich fühle mich gut. Klar fühle ich mich auf einem Schwebebalken wohler als auf einem roten Teppich, auch wenn der hier breiter ist. Aber es macht Spaß, sich herauszuputzen. Wir sind das ja doch gewohnt, ab und zu mal über den roten Teppich zu gehen und sich ein hübsches Kleid anzuziehen. Es ist immer Arbeit. Es sieht immer aus, als wenn alles so per Fingerschnipp funktioniert. Aber da ist immer ein toller Designer. Wir würden schon lieber auf einem Spielfeld stehen, aber es ist okay. Und ich habe sehr bequeme Sneaker an, deshalb fühle ich mich auch wohl. Nur ein Mann stiehlt an diesem Abend allen die Show. Ich kann mich natürlich auch selber erinnern, wo ich zum ersten Mal auch an den Laureus gekommen bin und eben Persönlichkeiten und Sportler getroffen habe, die ich gedacht habe, wow, hey, die sind unglaublich, das sind Idole von mir. Und jetzt auf einmal bin ich vielleicht eben auch ein bisschen diese Person. 6-mal hat Roger Federer in seiner Karriere eine Laureus-Trophäe gewonnen und ist schon jetzt eine Sportlegende.